Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich mein Gravelbike zu einem Reiserad umrüste. Ja, da steht es nun das gute Stück, das Kona Rove, das ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe. Und jetzt gehe ich mal mit euch durch, was ich machen muss, damit es reisetauglich wird. Das ist mein altes, umgerüstetes Mountainbike, mit dem ich bisher auf Tour war. Dabei ist mir einiges aufgefallen, was ich jetzt besser machen möchte. Das Kona Rove dagegen ist viel sportlicher und leichter. Ein ausführliches Review zu diesem Gravelbike findet ihr oben in den Infokarten. Ja, wie gesagt, bin ich die letzten 3 Wochen mit meinem anderen Fahrrad unterwegs gewesen und da habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Unter anderem die, dass man unbedingt einen Ständer braucht. Das Fahrrad muss immer irgendwo abgestellt werden und dann findet man keinen Baum oder eine Bank, wo man es anlehnen kann, und da ist ein Ständer essentiell. Ich habe mir jetzt hier für mein Gravelbike den Hebi Fox L gekauft. Den habe ich mir im stationären Handel besorgt, weil ich Beratung brauchte. Da war er aber doppelt so teuer wie im Internet, aber das war ich jetzt gerne bereit zu bezahlen, denn es musste ja passen. Und zwar ist das Problem, dass so ein Ständer bei den Scheibenbremsen nicht immer passt. Und dieser ist dafür gemacht, aber das werden wir gleich sehen, auch nur sehr knapp. Dieser hier ist jetzt für 26 bis 28 Zoll Räder gemacht. Meine Räder haben 27,5 Zoll. Ja, und jetzt gucken wir mal dahinter und da sehen wir, dass es wirklich mit den Schrauben fast überhaupt nicht an die Scheibenbremse passt. Aber es geht noch ganz knapp. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da den richtigen Ständer erwischt. Was auch zum Problem werden kann, ist, dass der Abstand von der Pedale zum Ständer nicht so besonders groß ist. Und wenn man dann die Füße nicht gerade auf der Pedale stehen hat, kann es wie hier sein, dass man dann hinten an den Ständer kommt. Also auch da muss man aufpassen. Hier kann man einstellen, wie weit der Ständer nach vorne geschoben werden soll. Ja, und das kann ich jetzt nicht mehr viel machen, weil eben die Pedale zu weit hinten ist. Und deswegen kommt das dann hier eventuell mit der Scheibenbremse in Kontakt. Also muss man das alles ausprobieren und genau aufpassen, dass man die richtige kauft. Ja, ich fürchte, ich werde jetzt, wenn ich die Bremsbeläge wechsle, auch den Ständer abbauen müssen. Was ich noch festgestellt habe auf meiner Tour ist, dass man unbedingt Schutzbleche braucht. Also ich war bei sehr schlechtem Wetter unterwegs und ohne Schutzbleche wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und die werde ich auch noch da dran machen. Zum Glück sind hier genügend Punkte vorhanden, um die da festzumachen. Und auch am Vorderrad ist alles da. Ich hoffe, das reicht aus. Hier unten ist auch noch ein Gewinde. Ja, das wird auf jeden Fall eine ziemliche Fummelarbeit mit diesem Schutzblech. Aber es wird wohl hinhauen. Wir werden es sehen. Ja, ich möchte jetzt nicht so Bikepacking machen, sondern auch wieder meine Ortlieb-Taschen hinten an einen Gepäckträger machen. Und deswegen brauche ich auch einen Gepäckträger. Und für den sind auch eigentlich genug Festmachpunkte da. Ich hoffe, das passt alles. Ja, was ich auf jeden Fall auch machen werde, ist die Reifen wechseln. Denn das hier sind Gravel-Reifen. Und die sind jetzt für eine längere Tour, meine ich, nicht so gut geeignet. Man kann sie zwar auf der Straße gut fahren, aber ich glaube nicht auf längeren Strecken. Ich möchte die eigentlich auch nicht versauen sozusagen, wenn ich jetzt über längere Strecken fahre. Da wird das Profil abgefahren und so weiter und so fort. Außerdem sind die tubeless ready und ich werde keine Milch da rein tun. Und deswegen möchte ich mir welche mit Pannenschutz drauf machen. Ich hatte jetzt tatsächlich schon einen Platten, weil die Reifen eben absolut keinen Pannenschutz haben, wenn man keine Milch rein tut. Ja, und das ist natürlich auf einer Tour fatal, wenn man da alle 50 Kilometer oder so einen Platten hat. Ja, und diese Reifen sind für Schotterpisten und Waldwege und so weiter wirklich super. Die sind schön breit, man braucht nicht so viel Luft rein tun und die federn alles ab und so weiter und so fort. Also für ein Gravelbike wirklich super geeignet, aber eben jetzt nicht für die Langstrecke. Außerdem setzen sich in dieses Profil immer kleine Steinchen rein. Und wenn man dann über die Straße fährt, dann knistert das so. Das ist auch sehr störend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich denn da eben auch Scherben und sowas reinsetzen.
Ja, wie gesagt, den Ständer habe ich im stationären Handel gekauft, weil ich dafür Beratung brauchte. Den Rest habe ich im Internet bestellt und das Paket soll heute ankommen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Paket ist tatsächlich heute angekommen. Alles war super verpackt und auf den ersten Blick hat alles den Transport gut überstanden. Bestellt hatte ich den Ragtime Eco 2.0 Gepäckträger, Schutzbleche von SKS, 27,5 Zoll Schwalbe Marathonreifen, passende Schläuche von Schwalbe und 2 Flaschenhalter von SKS für die Gabel. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe vor der Bestellung versucht, die Sachen im stationären Handel zu bekommen, aber das war einfach nicht möglich. Zum Beispiel waren die Schläuche und Reifen nicht vorrätig und hätten für viel mehr Geld auch bestellt werden müssen. In die Flaschenhalter soll man normale PET-Flaschen stecken können. Zusätzlich habe ich mir noch Beläge für meine Scheibenbremsen bestellt, weil die so speziell sind, dass ich fürchte, dass ich sie unterwegs nicht so einfach bekommen werde. Genau wie die Schläuche, die auch nicht die Norm sind. Die paar Sachen haben insgesamt 135 € gekostet, plus der Ständer für 30 € und noch ein Schloss für 80 €. Gleich ein komplettes Reiserad zu kaufen, kann da also günstiger sein. So, schwuppdiwupp, alles ist montiert. Naja, so einfach war es jetzt auch nicht, aber auch nicht besonders kompliziert. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, weil ich bin kein Experte und ich will hier nichts Falsches zeigen. Aber wir gehen jetzt nochmal alles einzeln durch, was ich gemacht habe. Ja, wie man hier sieht, habe ich die Reifen gewechselt. Zwar bin ich jetzt auf Schwalbe Marathon 27,5 umgestiegen von den WTB Gravel Reifen. Ja, die sind jetzt nicht mehr ganz so komfortabel wie die anderen, aber auch nicht unkomfortabel. Und sie laufen halt besser und sie haben einen Pannenschutz. Das war mir wichtig. Den Ständer habe ich ja schon gezeigt und der hat bisher auch gut funktioniert. Dann habe ich noch die Schutzbleche dran gemacht. Das war ein bisschen frickelig, wie erwartet, aber nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Man muss halt die Bedienungsanleitung vorher lesen, auch wenn die sehr unverständlich ist. Aber sonst kommt man einmal an einen Punkt, wo man nicht weiterkommt. Besonders hier in den Scheibenbremsen wäre ich eben nicht drauf gekommen, dass man hier diese Abstandhalter einbauen kann. Da. Und hätte dann rumgebogen an den Stangen. Und das ist schlecht. Und deswegen war es wirklich gut, dass ich vorher die Bedienungsanleitung gelesen habe. Hinten hatte ich damit keine Probleme. Aber hier am Rahmen, da musste ich auch Abstandshalter anbringen, sonst wäre das Schutzblech zu weit weg gewesen. Dass hier dieses Schutzblech an den Umwerfer kommen kann, ist bei mir zum Glück nicht eingetreten. Und da musste ich also nichts wegschneiden. Die Montage von dem Gepäckträger war einfach und da kam mir halt zugute, dass das Fahrrad schon alle Befestigungspunkte dafür hatte. Und wenn man ein Fahrrad zum Reiserad umbauen möchte, dann sollte man vorher darauf achten, dass die alle vorhanden sind. Bei dem Gepäckträger hätte man sicher ein schmaleres oder filigraneres Modell wählen können, aber mir war die große Auflagefläche wichtig. Ich hatte ja vorher meinen Sack mit Zelt und Schlafsack quer über den Taschen liegen. Jetzt habe ich mir eine kleinere Schlafmatte gekauft und so kann ich jetzt den Sack längst legen, hoffe ich. Und dazu brauche ich halt eine größere Auflagefläche. Ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert. Hinten will ich auf jeden Fall noch einen Reflektor dran machen. Mal erstmal warten, bis der Zug vorbei ist. Jetzt kommt da noch ein Trecker vorbei. Vorne an der Gabel habe ich noch 2 Trinkflaschenhalter angebracht. Ich hatte vorher immer 2 1-Liter-Flaschen hinten in den Packtaschen. Und da bin ich einfach nicht dran gegangen oder zu spät, wenn ich wirklich erst Durst hatte. Und man soll ja eigentlich trinken, bevor man Durst bekommt. Ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Schwerpunkt dadurch verändert wird. Und ja, die sind aus Plastik und sind da vorne an der Gabel und werden wahrscheinlich irgendwann abreißen. Aber naja, ich will es halt mal ausprobieren. Man kann in diese Halter normale PET-Flaschen reintun und dann braucht man nicht immer umfüllen, wenn man in Ländern ist, in denen es kein Flaschenpfand gibt. Dann habe ich mir vorher schon ein Faltschloss von Abus gekauft. Das hatte ich schon auf der anderen Tour mit und hat sich da gut bewährt. Das nimmt halt nicht so viel Platz weg, wiegt aber einiges und das ist natürlich nicht so toll, aber was will man machen? Ich habe alle Produkte, die ich jetzt hier verwendet habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt, soweit ich sie wiedergefunden habe. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Meine Größen passen jetzt nicht an jedes andere Fahrrad. Die Schutzbleche zum Beispiel gibt es in verschiedenen Breiten und in verschiedenen Größen für die
verschiedenen Reifengrößen. Ja, und auch der Gepäckträger ist in verschiedenen Größen erhältlich. Ja, die Reifen müssen natürlich auch passen für dein Fahrrad. Das Fahrrad sieht natürlich jetzt nicht mehr so cool aus wie vorher als Gravelbike, aber nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Und jetzt ist es auf jeden Fall fertig, um damit losfahren zu können, denke ich. Das Fahrrad fährt auf jeden Fall super gut, viel besser als mein altes Fahrrad, mit dem ich die letzte Tour gefahren bin. Und ich freue mich jetzt schon richtig darauf, wenn es endlich wieder losgeht. Es wird wahrscheinlich nächste Woche sein. Jetzt kommen aber erstmal noch ein paar Videos von meiner letzten Tour. Ich glaube, es geht jetzt weiter mit dem Rhein bis nach Duisburg und dann die Ruhr rauf. Aber wenn das alles abgearbeitet ist, dann geht es los mit den nächsten Videos, hoffe ich. Und wenn du dann sehen willst, wohin es geht und ob das alles so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, dann abonniere den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!